Hallöchen, Lovely. Ja, ich weiß, lange nicht gesehen, aber weißt du was? Frag erst gar nicht. Frag erst gar nicht, okay? Es war die Hölle los. So, ich habe heute einen deftigen Popo-Tritt bekommen vom Universum, deswegen sitze ich jetzt nämlich hier und möchte gleich ein spezielles Thema ansprechen. Bevor ich damit anfange, möchte ich aber kurz eine total erfreuliche Nachricht mit dir teilen. Und zwar habe ich vorhin so aus dem Nichts eine WhatsApp bekommen von einer alten Zuschauerin meiner Videos, ja, wo es dann auch, wo wir auch viele Beratungen hatten und Coachings und Pipapo, natürlich Thema Liebe, Seelenpartnerschaft etc. pp. Und sie hat mir mitgeteilt, dass sie immer noch mit demjenigen zusammen ist, dass sie mittlerweile auch verheiratet sind. Und warum ich das hier anspreche oder warum ich mich so darüber freue, weil wir hatten ja absolut keinen Kontakt mehr. Die waren dann zusammen letztendlich und dann war die Sache gegessen, okay? Ich war komplett außen vor. Und es ist nun mal so, mit meinem Job hier jetzt auf YouTube und bezüglich dieser Thematik. Viele schauen ja die Videos, wir haben dann vielleicht auch Beratungen etc. pp. Und ja, manche Seelenpärchen finden zueinander, manche wiederum nicht. Aber die zueinander finden, die schauen ja dann quasi nicht mehr die Videos an oder die nehmen keine Beratungen mehr in Anspruch oder man hört und sieht einfach nichts mehr voneinander. Und deswegen freut es mich umso mehr, wenn jemand wirklich mal nach einem langen Zeitraum wirklich Feedback gibt und sagt so, hey, Jasmin, es ist alles geil, immer noch nach wie vor, mir geht es gut, ja, wir sind mittlerweile verheiratet oder wir haben eine Familie gegründet oder viele neue gemeinsame Projekte gestartet oder sonstiges. Ja, ich finde es einfach so mega, weil, was man natürlich auch beachten muss, in der Zeit, wenn ich jetzt mit dem einen oder anderen Kontakt habe, bezüglich Liebesthematik ist ja ganz viel Traurigkeit oftmals mit drin, ganz viel Verzweiflung, ganz viele eigene Themen und so weiter und so fort. Also es ist eine sehr, sehr drückende Energie. Und dann ist es einfach so mega, wenn jemand dann mir schreibt und sagt, ey, es ist alles immer noch geil und danke für unsere gemeinsame Zeit und ja, mega, einfach nur mega. Ja. Somit kommen wir auch direkt mal zu dem Thema, über das ich sprechen möchte. Denn, warte mal, wo fange ich denn jetzt am besten an? Also, wir sind jetzt gerade in einer heftigen Zeitqualität wieder mal. Ja, jede Zeitqualität hat ihre Heftigkeit. Und aktuell ist ja ganz, ganz viel Thema Innenschau. Ja, Herbst, alles zieht sich zurück. Also Herbst, Winter, es ist ja immer ein fließender Übergang. Alles zieht sich zurück, nach innen, Innenschau, Selbstreflexion, Themenbearbeitung, Wundheilung und solche Sachen. Und ja, auch gerade in dieser Zeit melden sich gerade sehr, sehr viele von diesen sogenannten Seelenpartnern, aber nicht diejenigen, die wirklich, also behaupte ich jetzt einfach mal, da wo wirklich etwas Wundervolles entstehen kann, sondern das sind eher diejenigen, die nochmal in dein Leben reingrätschen und dich nochmal bis aufs Äußerste testen. Ja, und da hatte ich eben heute mit einer Person ein Gespräch genau über diese Thematik, mit dem, was es quasi mit uns im Inneren macht. Also täusche ich mich oder ist das Licht heute irgendwie komplett anders? Ich habe ja die gleichen Lampen wie immer. Also keine Ahnung, was hier los ist. Ey, was anderes. Habt ihr aktuell auch so viele Geister im Haus? Es ist der Wahnsinn. Es ist echt der Hammer. Okay, zurück zum Thema.
Ich schweife schon wieder ab. Sagen wir mal, da kommt jetzt diese eine Person wieder in dein Leben, wieder zurück, in irgendeiner Form, ja, oder du siehst diese Person irgendwie im Außen, ohne dass jetzt dieser Mensch Kontakt zu dir aufnimmt. Und wir sprechen jetzt quasi nur von den Fällen, wenn es was mit dir macht, ja, wenn du natürlich alles bearbeitet hast und es triggert dich emotional nicht mehr, dann ist es jetzt vielleicht weniger dein Erklärbär-Video, was auch immer, aber wenn es dich nach wie vor triggert, dann zeigt es ja auch eine persönliche Thematik auf. Und ich habe nach Bildern gesucht, dieser Person von heute, das aufzuzeigen, was da genau passiert in diesem, oder was diese übergeordnete Energie in diesem Heilungsprozess ist. Und ich habe aus 2 Kartendecks, habe ich die perfekten, okay, fast perfekten, ich hätte es noch ein bisschen ausschmücken wollen, aber die fast perfekten Bilder gefunden. Und zwar, die habe ich mir natürlich selber rausgesucht, um das zu zeigen. Wir starten mit der dunklen Nacht der Seele. Das ist eine Situation, da bist du auf einmal, und das gilt jetzt für jegliche Situation, okay? Also es muss jetzt nicht unbedingt nur im Zusammenhang mit einem Seelenpartner sein. Das kann auch sein, wenn du plötzlich eine Kündigung bekommst oder deine Wohnung verlierst oder sonst irgendwas, okay? Also hier ist ein Schicksalsschlag oder hier ist irgendeine Thematik, die aufkommt, die sehr, sehr düster ist, sehr finster, sehr schmerzhaft. Irgendetwas, was dir vielleicht den Boden unter den Füßen wegziehst. Du stehst auf einmal hier im Nichts, du stehst vor einer roten Wand, bist in einer Sackgasse oder sonst irgendwas und du hast keine Ahnung, wie es weitergeht. Was soll ich machen? Ja, also die ganze Welt bricht über dir zusammen. Das hier ist der Startpunkt. Und in Bezug auf Seelenpartner ist es halt meistens so, wenn sie dir oder auch wieder das Herz aus der Brust reißen und es mit Füßen treten. Ja, das ist ihre Aufgabe, dafür sind sie nun mal da. So hässlich es sich auch anhört und so hässlich es sich auch anfühlt. Aber hier, die dunkle Nacht der Seele, das ist dein, mein, unser, euer Startpunkt, wo wir sagen können oder wo wir entscheiden dürfen, okay, ich gehe jetzt in die Heilung oder auch nicht, ja, oder auch nicht. Oder ich bleibe einfach in meinem Leid gefangen und versinke im Selbstmitleid und trauere diesem Menschen hinterher oder sonst irgendwas. Wir haben alle einen freien Willen, ja, und wir sind mit ausreichend davon ausgestattet. Deswegen, jeder entscheidet für sich. Wir sprechen jetzt aber natürlich für den Fall, wenn man sich für die Heilung entscheidet. Ja, jetzt kommt der lustige, Schrägstrich sehr, sehr unlustige Part dieser Geschichte, weil nach diesem Zustand folgt mit unserem Ja die Schattenarbeit. Was bedeutet Schattenarbeit? Die absolute Konfrontation mit unseren Schatten, mit unseren Dämonen, mit unseren Wunden, mit unserem tiefsten Schmerz. Egal in welcher Form auch immer. Mir ist gerade was Wichtiges entfallen. Ich suche das gerade, bevor ich weiterspreche. Oder auch nicht, egal. Also, die Schattenthemen, die diese bestimmte Situation oder dieser Mensch in uns aufreißt, diese alten Wunden oder diese Wunden im Allgemeinen, sind meist nicht verursacht oder haben den Ursprung meist nicht in Bezug auf diese Situation oder in Bezug auf diese Person. Das heißt, hier wird einfach ein Pflaster abgerissen von einer uralten Wunde eventuell, ja, aus der Kindheit, aus einer anderen Inkarnation oder was auch immer.
Und hier gilt es wirklich reinzugrätschen. Wie passiert es? Indem man drin bleibt, wenn das hochkommt, was auch immer sich hier für Emotionen zeigen, dass man hier wirklich drin bleibt und ins Fühlen geht. Jeder, der dies schon mal erlebt hat, mindestens einmal weiß, worüber ich spreche. Es ist es ist hammerhart. Es ist ein hammerharter Prozess. Okay, ich muss die dritte Karte hier gleich mit dazu holen. Hier. Das ist das schmerzhafteste aller schmerzhaften sich schälen, sich häuten, wenn man innerlich lebendig verbrennt. Es ist ein super krasser, schmerzhafter Prozess. Ja, Heilung tut weh. Bei so großen Themen, Heilung tut weh. Ich habe es dieser Person heute auch erklärt, gewisse Themen oder gewisse kleine Sachen kann man heilen, kann man auflösen, indem man einfach nur sich auf die Couch legt und darüber meditiert oder sonstiges, ja, ist nicht ausgeschlossen. Aber die Heilung von diesen tiefen Themen, die ist verdammt schmerzhaft. Und deswegen sage ich auch immer, der Meister erwächst aus dem Schmerz. Wir gehen durch die Hölle ins Paradies. Ohne Hölle kein Paradies. Ja, dazu muss ich sagen, das ist natürlich, wie immer, auf meinem Kanal. Das ist meine Wahrheit, das sind meine Überzeugungen. Wenn jemand da anderer Meinung ist, sehr gerne. Du musst selber wissen, mit was du in Resonanz gehst, okay? Und ich muss immer wieder lachen, wenn Menschen auf mich zukommen und mir erzählen so, oh ja, ich hatte auch diese oder jene Prozesse. Und wie ging es dir damit? Was war? Und so, nix, ich habe weitergemacht wie bisher und es war überhaupt nicht schlimm und ich musste keine einzige Träne weinen oder sonstiges, wo ich dann sage so, hey, sage ich nicht, aber ich denke mir dann, okay, ich weiß nicht, ob das dieser Prozess war. Oder ob du es nicht einfach nur geschafft hast, wegzulaufen davor. Gut, wie dem auch sei, muss jeder selbst für sich wissen, okay, aber das, was hier passiert, das ist ein Tod, den wir sterben. Das ist die Metamorphose. Wir lösen uns komplett auf in diesem Schmerz. Kann sowas öfter im Leben vorkommen? Oh, hell yeah! Ja, absolut. Ich bin auch eine Kandidatin, die hat sich in diesem Leben öfter mal so einen Scheiß ausgesucht, ja. Und ja, ich kann bezeugen, sowas muss nicht nur einmal stattfinden, sondern kann uns wirklich öfters einholen. Und es ist nicht schön, es ist nicht angenehm. Es kann sein, dass hier ganz, ganz viele kleine Themen am Werk sind, was man vielleicht in einem Schwung nicht ertragen könnte und deswegen kommt es dann immer portionsweise, aber ja, hey, es ist verdammt schmerzhaft. Es ist ein Weg durch die Hölle und diesen Weg können wir nur alleine gehen. Diese Prüfung schreiben wir alleine. Natürlich kann man sich Hilfe und Unterstützung holen im Außen, ja, durch irgendwelche Seminare oder mit Hilfe von Therapeuten, Heilpraktikern etc. pp. Aber die eigene Prüfung, die schreiben wir alleine. Wir mit der geistigen Welt, dem Universum, mit Gott an unserer Seite. Es ist das Größte, was du jemals leisten wirst in deinem Leben. Also jedes Mal, wenn du durch diesen Prozess durchgehst. Wozu ist der Scheiß überhaupt notwendig? Warum? Warum macht man sowas? Weil wir alle geprägt sind mit Themen, weil wir hier sind, um gewisse Erfahrungen zu machen. Warum auch immer. Ja, ist nicht meine Wahrheit. Bitte, tu mir nichts dafür, okay? Ich kann nichts dafür. Das ist einfach ein Fakt. Wir suchen uns unsere Seelen, suchen uns irgendwelche Aufgaben aus, also das ist meine Überzeugung und dann sind wir hier und dann gehen wir hier durch diesen ganzen Müll durch und dann müssen wir schauen, dass wir unsere Suppe wieder auslöffeln. It is what it is.
ist zu akzeptieren. Wir wollen aber ins Paradies. Wir wollen das Leben, wir wollen die Liebe, wir wollen die Freiheit, die Geborgenheit, die Leichtigkeit, all das Glück, all diese positiven Energien, die wollen wir für uns beanspruchen. Und ja, dafür ist dieser Weg notwendig. Durch die Hölle ins Paradies. Was erhalten wir dadurch? Also ich habe jetzt diese Karte nur genommen wegen dem hübschen Bild hier auch. An sich ist die Karte die Heart-Chakra-Aktivierung und die Anbindung an die Quelle, die Anbindung an Gott, das Universum, alles was ist, dieses All-Eins-Sein. Weil oftmals ist es ja so, man kommt in solche dummen Situationen, weil man nicht in dieser Anbindung ist, weil man vielleicht sogar getrennt von sich selbst ist, getrennt von dem Großen und Ganzen. Was auch immer, es sind ganz, ganz viele unterschiedliche Situationen. Und dann erlebt man gewisse Erfahrungen und möchte natürlich wieder diese Anbindung erhalten. Ja, dieses Paradies erleben und leben. Guck dir diese Frau an, egal ob Männlein oder Weiblein. Ja, hier auf dem Bild ist eine Frau abgebildet, die steht hier, kann man das so sagen, friedlich in Flammen. Nichts kann ihr je wieder was anhaben. Und ja, ich habe gesagt, es gibt ganz oft so Situationen, oder was heißt ganz oft, um Gottes Willen, man kann mehrere solche krassen Heilungsprozesse im Leben durchführen. Es sind aber nicht alle gleich hart, gleich stark, gleich schmerzvoll. Ja, weil je mehr wir natürlich Erfahrung sammeln, desto einfacher und schneller sind wir durch diese Prozesse durch. Das ist einfach, stell dir vor, du strickst das erste Mal einen Pulli, ja, brauchst vielleicht 5 Stunden für die ersten 10 Reihen, weil du jedes Mal zählen musst und gucken musst und was meint er, oh nein, alles wieder auftrennen. Ja, und spätestens beim 10. Pulli kannst du nebenbei Fernsehen glotzen oder so und machst du hin und her und dann ist das Teil fertig und ups, okay, fangen wir 9 an, ja, so ungefähr. Also, wir wollen ans Ziel kommen, wir wollen ins Paradies, was auch immer das Paradies für dich bedeutet. Wir wollen frei sein, wir wollen zurück zu uns selbst, wir wollen wir sein. Wir wollen uns leben, unser Leben leben und erleben. Ja, ich glaube, ich habe jetzt wirklich alles gesagt, was zu diesem Thema wichtig ist. Glaube ich. Nee, wenn noch Fragen offen sind, bitte in die Kommentare stellen. Ich versuche so schnell wie möglich zu antworten. Ja, I try my best. Also, kurze Zusammenfassung. Der Impact, der Schicksalsschlag, was auch immer hier vorfällt, das ist der Start. Wenn jemand hier kommt oder eine Situation einfach dir das Pflaster eines Urschmerzes abreißt und du stehst hier vor der Wand und denkst dir, fuck Mann, ich wollte es nicht sagen, aber ich habe es jetzt gesagt. Ja. Und dann stecken wir nicht den Kopf in den Sand? Nein, tun wir nicht, weil wir wollen nämlich ins Paradies, okay? Deswegen sagen wir ja. Ich gehe diesen Weg. Ich gehe diesen Weg in vollkommener Einsamkeit. Ich schreibe meine Prüfung. Ich schäle alles von mir. Ich gehe durch das Feuer. Ich gehe durch die Hölle. Um am Ende selbst das Licht zu sein. Das brutzelnde Feuer. Ja, hätte mir jetzt auch was Besseres einfallen können. Aber it is what it is. Es ist mir nichts Besseres eingefallen, okay? Und in diesem Sinne, my lovely, ich hoffe, das ist genau das, was du jetzt gebraucht hast zu hören. Fühl dich von Herzen umarmt. Alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.